Woher wissen Pflanzen, wann es an der Zeit ist zu blühen? Manche Pflanzen blühen im Frühling, andere im Sommer oder Herbst. Fremdbestäubte Pflanzen müssen gleichzeitig mit ihren Artgenossen blühen und auch dann, wenn ihre Bestäuber aktiv sind. Aber woher wissen Pflanzen, wann es an der Zeit ist zu blühen? Die haben ja keinen Kalender. Wie sie trotzdem verlässlich zur richtigen Zeit blühen, das schauen wir uns heute mal an. Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns anschauen, wie Pflanzen auf molekularem Niveau funktionieren. Und heute, da geht es um die molekularen Prozesse, die bestimmen, wann eine Pflanze blüht. Die Tageslänge ist da ein wichtiger Faktor. In unseren Breitengraden ändert sich die Tageslänge im Laufe des Jahres markant. Die längsten Tage gibt es im Sommer, im Winter die kürzesten. Und Pflanzen können die Länge des Tages oder eher der Nacht messen und das bestimmt, wann sie blühen. Grundsätzlich können Pflanzen in 3 Kategorien eingeteilt werden. Solche, die an kurzen Tagen blühen, solche, die an langen Tagen blühen und solche, denen die Tageslänge egal ist. Zu den letzten gehören zum Beispiel grüne Bohnen, die ihren Ursprung nahe am Äquator haben, wo die Tageslänge ja ziemlich gleichbleibend ist über das ganze Jahr. Andere Pflanzen, denen die Tageslänge egal ist, sind zum Beispiel Wüstenpflanzen, die dann blühen müssen, wenn es Wasser gibt, egal wie lange der Tag gerade ist. Kurztagspflanzen, die blühen im Frühling oder Herbst, wenn die Lichtstunden weniger und die Nächte länger sind. Langtagspflanzen blühen im Sommer, wenn die Tage lang und die Nächte kurz sind. Wie lang oder kurz die Nacht dafür sein muss, kommt ganz auf die individuelle Pflanzenart drauf an. Aber wie funktioniert es jetzt, dass die Tages- und Nachtlänge die Blütenbildung bestimmt? Die Antwort liegt in den Blättern. Hier gibt es ein Gen mit Namen Konstanz. Dieses Gen wird 12 Stunden nach Sonnenaufgang eingeschaltet, das heißt, es wird Konstanz-mRNA produziert. Und auch Konstanz-Protein wird gebildet. Im Dunkeln wird dieses Protein sofort markiert und abgebaut, sodass es sich nicht ansammeln kann. An kurzen Tagen fällt die aktive Phase von Konstanz immer in die Nacht und darum finden wir in Perioden mit kurzen Tagen also kein Konstanz-Protein in den Blättern. Erst wenn die Tage länger werden, fällt die Genexpression von Konstanz in die hellen Stunden und das Konstanzprotein sammelt sich an. Jetzt passiert etwas in Langtagspflanzen. Denn Konstanzprotein schaltet ein anderes Gen an, den Flowering Locus T, kurz FT. Das FT-Protein wird daraufhin produziert und wandert aus dem Blatt den Stängel hoch und zum Meristem, wo es als Signal zum Blühen aufgefasst wird. Bei Kurztagspflanzen funktioniert das Konstanz andersherum. Ist es vorhanden, blockiert es die Produktion von FT-Protein und darum blühen diese Pflanzen an kurzen Tagen, wo kein Konstanz zu finden ist. Aber Moment, im Frühling und im Herbst, da haben die Tage ja die gleiche Länge. Wie können die Pflanzen denn da zwischen den Jahreszeiten unterscheiden? Es gibt tatsächlich Pflanzen, die erkennen können, ob die Tage länger oder kürzer werden und darum den Frühling vom Herbst unterscheiden können. Und es gibt noch eine weitere Dimension, die die Blüte kontrolliert, nämlich das Klima. Einige Pflanzen brauchen eine Kälteperiode, bevor sie blühen. Zum Beispiel Wintergetreide. Dieses wird im Herbst gesät, verbringt den kalten Winter auf dem Feld und blüht dann im folgenden Frühling. Sommergetreide dagegen braucht diese Kälteperiode nicht und wird im Frühling ausgesät und blüht dann im gleichen Jahr. Wie die Kälteperiode auf molekularem Niveau die Blütenbildung beeinflusst, ist noch unbekannt, aber vermutlich spielen epigenetische Veränderungen hier eine Rolle. Tageslänge und Klima beeinflussen also, wann Pflanzen blühen. Kirschen und Mandeln zum Beispiel brauchen eine bestimmte Anzahl kalter Tage im Winter, um dann im Frühling verlässlich zu blühen. Synchrone Blüten bedeuten effektive Bestäubung und dass die Früchte zur gleichen Zeit reifen, was die Ernte erleichtert. Wenn es also durch die Klimaveränderungen mildere Winter gibt mit kürzeren Kälteperioden oder weniger kalten Tagen, dann ist das schlecht für die Obstproduktion. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr erfreut euch an den ganzen Blüten, die rundherum blühen und wisst jetzt, warum jede Blume zu ihrer Zeit blüht. Ich habe für meinen Garten Kurztags- und Langtagspflanzen ausgesucht, sodass immer etwas blüht, vom Frühling über den Sommer bis zum späten Herbst. Macht ihr das auch so?
Dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche eure Lieblings-Frühlings-, Sommer- und Herbstblumen sind. Hoffentlich kommt dann eine schöne Liste zusammen für alle, die Inspiration für den eigenen Garten oder Balkon suchen. Und wenn ihr noch mehr molekulare Hintergründe zu Pflanzen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!